Living in a roots reggae house, oh yeah. Where we feel the rhythm deep down in our soul. Embracing our cultural heritage, oh yeah. Hear the drums beat and let the music take control. Moin Moin, herzlich willkommen zur 21. Folge unserer Lifestyle Kannerspot Serie. Wir sind mitten in der dritten Blütewoche und was für da zu beachten gibt, das schauen wir uns gleich an. Ja, so, wir sind jetzt mittendrin in der dritten Blütewoche und da werden wir jetzt ein paar Sachen machen. Erstmal gucken wir uns einmal mal unsere wunderschönen Pflanzen hier an. Hier vorne haben wir noch unsere Sour Diesel, die richtig schön hochgedrückt ist. An den Seiten kommt sie auch ein bisschen. Ist alles wunderbar ausgebuscht hier. Hier vorne die Sapphire OG ist richtig am Durchstarten, die drückt richtig nach oben. Wunderschöne Blütenstände hat sie gekriegt. Also da bin ich mehr als zufrieden von. Hier vorne die Mona Lisas, ja, die sind ein bisschen untergegangen, besonders die hier vorne. Ich will einfach nur so groß bleiben. Die hat sich auch nicht wesentlich groß gestretcht, im Gegensatz zu den anderen Genetiken. Und hier vorne haben wir ja unsere beiden, na los, komm auf den Namen, René. Hier haben wir unsere beiden Soaps, genau das waren sie. Die sind beide von der Genetik her sehr identisch, muss ich sagen. Von den Blütenständen her sind sie sehr identisch, von der Höhe sind sie sehr identisch, vom Wachstum allgemein. Also sehr stabile Genetik von den Samen her, da die ja alle aus Samen gekommen sind, das waren keine Stecklinge. Bin ich mit der Soap sehr zufrieden, wie sie sich entwickelt hat. Ist nicht der allgemeine Sweatshirt, aber es hat da schön dicke Stämme gekriegt, wie man hier sehen kann. Die können ordentlich was halten. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und hier vorne unsere Sapphire OG fängt jetzt schon an zu zuckern. Fängt jetzt schon auf den Blättern ein paar Zuckerstände drauf. Ein paar kleine Zuckerpickel sind hier schon zu sehen. Wunderbar. Also die scheint richtig schön potent zu sein. Da freue ich mich richtig drauf. Zumal auch schon wirklich Geruch jetzt mit dahinter kommt. In der dritten Blütewoche jetzt, mit der dritten Blütewoche, ist da schon richtig Geruch hinter. Ja, und was wir jetzt heute noch machen, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir füttern die nochmal ein bisschen den Boden. Wir haben hier vorne nochmal wieder ein bisschen Humin-Fulvinsäure. Dann haben wir hier noch einmal unseren Bodenhilfstoff. Unter anderem haben wir nochmal so ein Mikrokorrektor, wo alles Mögliche drin ist an Zink, Eisen, Kupfer und so weiter, was wir noch brauchen. Oder was wir auch nicht brauchen, also als Vorbeuge. Und unseres fermentiertes Getreide. Unser kleiner Enzymbooster für das mikrobielle Leben. Und das werden wir alle schön mit unserem Akkupumper ins Beet jagen. Wie gesagt, die ganzen Sachen sind alle optional. Ihr braucht die nicht zu tun. Bei der Erde reicht auch wirklich, wenn ihr einfach nur mit Wasser growt. Das ist wirklich nur, um so vielleicht noch 2, 3, 4% mehr Terpene rauszukriegen. Mehr ist es auch nicht. Das ist im Endeffekt, reicht die Erde vollkommen, wenn ihr die mit einer schönen Bewässerungsanlage permanent feucht haltet, dass die Mikroorganismen schön am Kompostieren sind, die Nährstoffe freisetzen können. Das reicht mit dieser Erde vollkommen aus. Da braucht ihr wirklich, die ganzen Sachen braucht ihr nicht. Das ist einfach nur im Endeffekt eine reine Spielerei. Einfach nur, ja, wir geben denen jetzt einfach nochmal das, damit wir so ein bisschen kleinen Ticken mehr an Terpenen produzieren, ein bisschen mehr Harz vielleicht produzieren, als es ist. Aber das ist wirklich nur so, dieses ganz kleine letzten, maximal 8% der Qualität macht das jetzt aus, diese ganzen Zusätze. Ihr kriegt ein extrem gutes Produkt, auch wenn ihr wirklich nur die Erde mit Wasser benutzt. Das ist Tatsache, das ist wirklich, das spreche ich aus eigener Erfahrung, wirklich aus den ganzen Jahren, mit der ich jetzt wirklich mit der Erde growe. Die Erde hier vorne ist seit 7 Jahren wirklich in Betrieb. Die wird nur ein paar Mal richtig aufgefrischt. Jetzt mit den Videos hau ich ein bisschen mehr natürlich drauf und so weiter, damit ich euch zeigen kann, was man da noch alles mit drauf machen kann. Aber die Erde, die läuft mit Only Water und ihr habt richtig stabile, krasse Ergebnisse damit. Und deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht lange, hauen die Sachen mal rein. Und heute werden wir das Ganze ohne Maßeinheiten machen, sondern einfach nur schön mit dem Auge einmal ein bisschen was rein. Da haben wir denn hier unseren Bodenhilfstoff. Davon machen wir ca. 10 Milliliter auf 1 Liter drauf. Das heißt, wir brauchen hier 10 Kappen. 1, 2, 3 und so weiter. So, das ist das Schöne an den organischen Sachen. Da können Sie gar nicht so viel von machen.
weil sich die Pflanze wirklich nur das nimmt, was sie gerade braucht. Ihr könnt es einfach nicht damit übertreiben. Natürlich, wenn ihr jetzt da 5 Kilo Calciumsulfat draufhaut auf eurem Beet, dann ist natürlich erstmal, das könnte ein bisschen kribbeln für die Pflanzen, würde ich mal sagen. Aber wenn ihr einfach jetzt, was weiß ich, anstatt 100 Milliliter 150 Milliliter reinhaut, ist das kein Beinbruch. Das ist für die Pflanze absolut okay. Die Pflanze freut sich sogar. Also umso mehr Energie hat so eine Batterie drin und umso länger können sich daran unsere Pflanzen ernähren. Kommt als nächstes unser kleiner Mikronährstoffkorrektor. Und ja, da steht drauf 0,5 Gramm auf einen Liter. Das heißt, da brauchen wir jetzt 5 Gramm. Wir haben 10 Liter. Das mache ich jetzt einfach mal mit der Hand. Ungefähr so. Seht ihr, einfach mit der Hand rein. Das war's schon. Beutel immer wieder gut verschließen. Da die Sachen doch sehr anfällig für Feuchtigkeit sind und die schnell verklumpen können. Das ist immer ratsam, die wieder gleich zu verschließen, nicht irgendwo offen rumstehen zu haben. Das bereut ihr. Glaubt mir das, ich spreche aus Erfahrung. Und dann haben wir hier nochmal unsere Humin- und Fulvinsäure. Da brauchen wir 5 Gramm auf den Liter, da machen wir jetzt nicht ganz so viel. Weil unsere Erde schon einigen guten Humusbestand hat, machen wir jetzt davon ungefähr 2 Gramm auf den Liter. 1 bis 2 Gramm auf den Liter, also 10 bis 20 Gramm. Das mache ich auch mit der Hand. Das sind alles Erfahrungswerte von mir. Wenn ihr das einfach ein bisschen macht und so weiter, dann werdet ihr genau, eure Pflanzen, die sagen euch dann genau, was sie brauchen, wie viel. Ihr habt das dann einfach drin. Da gibt es keine genaue Anleitung. Wie gesagt, das ist organisch. Und mit organisch macht man nicht viel falsch. So, das müsste jetzt ungefähr ca. 20 Gramm sein. Rein damit. Einmal Hände abputzen darüber. Und dann haben wir noch zum Schluss unser fermentiertes Getreide von Kannel. Das werden wir mal ordentlich vorher durchschütteln. Dann gucken wir nochmal sicherheitshalber drauf, wie viel brauchen wir davon. Da steht es natürlich nicht. Doch, irgendwo steht das hier. Da 1:10. Das heißt 100 Milliliter auf 1 Liter. Dann nehmen wir jetzt hiervon ungefähr einen halben Liter, würde ich sagen, weil wie gesagt, unsere Beete haben schon eine gute Humusschicht, die sind schon gut eingearbeitet. Einfach ein bisschen und noch ein Schuss. So, das sollte reichen. Einfach Augenmaß, das reicht bei organischen Sachen. Die Tauglocke kommt hier in den Topf und dann fangen wir an zu sprühen. Einmal schön, wieder alles schön gleichmäßig hier lang. Das sorgt jetzt dafür halt, dass die Mikroorganismen wieder schön was zum Futtern haben. Die können das alles wieder in Ruhe aufbrechen. Durch die Humin- und Fulvinsäure werden die Sachen sehr schnell verfügbar gemacht für die Mikroorganismen im Boden. Und somit werden jetzt auch genug Nährstoffe für die Blüte bereitgestellt, dass ihr wirklich wie im letzten Grow dicke, fette Batzen und so weiter damit kriegt. Und ich muss sagen, der Gelato, das war einfach, oder es ist einfach der Hammer. Also wirklich. Aber wir werden in dieser Videoreihe keine fertigen verarbeiteten Blüten zeigen. Wir werden keine Verarbeitungsmethoden zeigen, sondern wir werden einfach nur zeigen, wie wir ernten und wie wir trocknen. Und das war's. Alles andere gibt's wirklich mehr als genug Videos von, wo man sowas sieht. Das ist nicht unser Grund. Wir wollen nämlich hier etwas über Living Soil erzählen und nicht allgemein über Cannabis und so weiter, sondern wirklich über unsere Living Soil und die Strains, die wir darin wachsen lassen. Das ist so unser Ziel, euch einfach die Information zu geben, wie ihr super einfach gute Qualität bekommen könnt. Das reicht jetzt erstmal, jetzt kann jetzt in Ruhe hier reinsickern. Jetzt kommen wir zum zweiten Beet. Du hast immer gerne in 2 Phasen aufbrechen. Einmal die erste Hälfte vor der Kamera, die nächste Hälfte nach der Kamera. So hat man nämlich wirklich, dass das Wasser wirklich schön langsam reinsickert und ihr halt dann nach dem zweiten Mal nochmal wirklich dafür sorgt, dass es alles gleichmäßig verteilt ist und absolut keine Staunässe gibt oder dass es euch vielleicht doch irgendwo an den Seiten runterläuft, weil ihr die ganze Zeit vielleicht nur auf einer Seite zu lange gemacht habt. Das kann auch passieren.
Wenn ihr jetzt die Spritze zum Beispiel die ganze Zeit hier nur an der Wand haltet, dann kann sich da irgendwann ein Kanal entstehen und so weiter. Und dann kann das auf einmal hier unten rauslaufen, was es eigentlich nicht soll. Deswegen immer schön gleichmäßig alles verteilen mit dem Wasser. Lieber zweimal die Menge drüber gießt, anstatt alles auf einmal zu machen. Das ist dann immer schön, ja, auch für das Mikrobiom in den oberen Schichten angenehmer, weil sich Wasser halt einfach besser verteilt und nicht einfach nur ja, schnell nach unten durchsickert. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass das Wasser von oben direkt nach unten kommt. Wir wollen ja, dass es wirklich sich schön im ganzen Substrat verteilt und schön langsam überall sich ja hinkommt und die Pflanzen glücklich macht und die Mikroorganismen da drin. Also muss ich schon sagen, ist schon echt angenehm mit den Akkupumper. Einfach nur hin und her schwenken und schon verteilt sich das alles. Super, echt. Ich bin echt gespannt, was mit der Mona Lisa hier ist, die kleine Süße hier. Was die noch hier vor sich hat. Wie gesagt, da werde ich nachher noch ein ordentliches Lollipopping machen. Das werden wir uns nächste Woche ansehen, wie das denn aussieht und wie es den Pflanzen wohl danach ergangen ist. Werden wir uns dann alles nächste Woche angucken. Heute gehen wir nur noch mal wieder mit den Dünger hier rüber, mit dem bisschen Ferment, mit den kleinen Mikronährstoffkorrektor, mit den Aminofulvinsäure und mit dem Bodenhilfstoff. Das reicht dicke dafür aus. Ja, auch die Hooker Grow Lampen machen sich super hier in dem Zelt. Ich muss sagen, ich habe mir ein sehr ausgeglichenes ppfd-Verhältnis, trotzdem, dass ich hier so viele verschiedene Lampen drin habe. Und gerade bei den Hooker Grow Lampen ist das wirklich sehr angenehm von der Verteilung her, gerade in der Ecke, muss ich sagen. Gefällt mir extrem gut. Und die Ventilatoren machen echt einen super Job. Immer noch schön leise, machen, ja, klickern nicht, klackern nicht, schwenken rum, wie sie sollen, laufen auf volle Pulle, relativ leise. Ich meine, wir haben gerade 2 Lüfter hier auf volle Pulle am Laufen. Ich denke mal nicht, dass ihr jetzt großartig davon gestört werdet. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier unten auch noch einen installiert, der hier unten ein bisschen dafür sorgt, dass die Luft hier und die Luftfeuchtigkeit ein bisschen durchgewirbelt wird, so dass wir hier unten auch wirklich kein Problem mit Schimmel haben oder so weiter. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Zelt insgesamt 5 Lüfter drin von Hooker Grow und ja, die laufen einwandfrei, ohne Probleme. Ich habe 3 verschiedene, einmal 2 von den alten, dann 2 ganz neue und einen, der war jetzt bei einem Testkit von ihnen dabei. Und alle 3 machen einen super Job bei mir, wirklich. Da muss ich echt meinen Hut von ziehen. Da hat der Octave von Hooker Grow echt gut ausgesucht. So, haben wir die Hälfte haben wir fast drin. Deswegen auch von Hooker Grow, da wird noch einiges kommen, das kann ich euch sagen. Da werden noch ein paar sehr schöne Geräte kommen. Da wird auch noch bald ein komplett neues Zelt kommen, was dann dieses große Zelt hier ablösen wird. Das wird dann für die nächste Staffel mit Hooker Grow kommen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das performen wird. Ansonsten kriegen wir auch noch bald eine neue Lampe, die wir dann in das Zelt reinhängen können, mit ordentlich Power dahinter. Die werden wir dann auch zusammen unboxen und dann aufhängen. Da freue ich mich auch schon drauf. Also da gibt's noch ordentlich was zu tun. Und für die nächste Reihe habe ich mir dann überlegt, dass wir dann vielleicht eine Art kleinen Pheno-Hand machen. Dass wir uns dann ein paar Samen nehmen, die poppen, dann die 6 besten davon raussuchen, tun wir dann hier im Zelt machen, dann werden wir überall von Stecklinge ziehen, dann kommen die in den Kloner rein. Dann werden wir die erstmal eine Zeit lang, bis die dann fertig sind, die 6 Stück werden wir dann die in der vegetativen Phase lassen, bis wir dann halt die von den 6 gefunden haben, was unseren Geschmack am besten ja, widerspiegelt, was wir am besten mögen, welcher am besten performt hat und so weiter. Und davon werden wir uns dann eine Mutterpflanze ziehen. Das ist so der Plan für die 2. Staffel von The Hooker Grow. Da bin ich echt gespannt. Und welche Sorte wir da nehmen, welche Samen wir dafür nehmen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden es welche sein, die ihr bei uns im Cannaspot Shop kriegen könnt. Also ich hätte gerne so eine schöne Sorte wie Wedding Cake oder so weiter mal. Schon mal was Klassisches. Da hätte ich mal Bock drauf, mal wieder. Ansonsten haben wir auch Apple Fritter, ist auch sehr interessant, oder AK47, also ein paar sehr schöne Sorten sind dabei. Alles von Emerald Genetics, also sehr, sehr stabiles Saatgut, also der Form
Bis jetzt haben wir davon nur Positives gehört, sei es von der Keimungsrate, sei es vom Ertrag, sei es von der Wachstum her. Also bis jetzt wirklich nur Positives. Ich selber habe die Samen noch nicht gegrowt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, sondern haben wir schon ein paar andere Kollegen von mir und die sind wirklich mehr als begeistert davon. Deswegen freue ich mich da auch richtig dick drauf, die Samen aus unserem Shop dann hier growen zu können und daraus wirklich dann eine geile Mutterpflanze zu finden, die wirklich meinen Geschmack auch trifft. Und das wird dann bestimmt auch richtig interessanter Content für uns werden, den wir uns dann gemeinsam angucken können. Dafür werde ich mir so einen aeroponischen Kloner holen, den wir dann benutzen können. Wird dann auch von so Hugo Grow sein, den er bald bei sich im Shop zur Verfügung gestellt hat. Wenn er dann ja funktioniert, wie er funktionieren soll, sozusagen sind wir dann und die Testdummies dafür. Und da bin ich auch gespannt, mich da ein bisschen reinzufuchsen. So, die Hälfte haben wir jetzt drin. Das heißt, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Und rein mit dir. Haben wir hier ein bisschen überhängen lassen, dann kann er in Ruhe da reintropfen, wenn er tropfen will. Ja. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt den Boden wieder gefüttert. Wir können uns noch mal ein bisschen die Pflanzen noch mal genauer angucken. Ich meine, kommt mal ein bisschen dichter dran hier. Guckt euch mal diese wunderschönen. Das ist jetzt hier die Sour Diesel von Easy Seeds. Wirklich wunderschöne Blattstruktur. Schön nach oben geschossen. Ich meine, der würde hier fast fallgerade. Die Seitentriebe kommen auch relativ gut durch. Wie gesagt, wir werden Lollipopping machen. Später, das werden wir im nächsten Video, könnt ihr euch anschauen, wie es denn danach aussieht. Hier haben wir das Netz. Und alles, was hier drunter ist, alles. Wirklich, das ist komplett die Linie hier, kommt weg. Das wird wirklich alles weggeschnitten und so weiter. Aber diesmal werde ich das nicht unten in den Beet reinschmeißen, sondern ich werde sammeln, kommt ein Komposter rein, weil das doch wahrscheinlich sehr viel anfallen wird. Dann werden wir noch vereinzelt ein paar Blätter abnehmen und wie sich das dann alles aussieht nachher, der Kahlschlag und wie sie sich davon erholt haben, werden wir dann im nächsten Video nächste Woche angucken. Von daher würde ich sagen, dritte Blütewoche scheint ein voller Erfolg zu sein. Wir haben wunderschöne Blütenstände, viele Blütenstände, sehr viele Blütenstände, muss ich sagen. Das wird noch echt lustig werden, wo die noch hinwollen. Gerade hier die Sapphire OG, wo sie wirklich schon hier anfängt, hier auf den Blättern schon ein paar Zuckerpickel zu zeigen. Was ich extrem geil finde, jetzt schon mitten in dritter Blütewoche. Also da scheint richtig potent hinter zu sein bei denen. Von daher auch die Soaps, wunderbar, schönes, ebenes Bild, kaum trainiert, nur ein bisschen durchs Squagnetz geflechtet, beide Samen. Und die haben wirklich eine sehr schöne, gleichmäßige Genetik, haben die beiden. Denn die Mona Lisa, die ist von der Genetik her komplett unterschiedlich, also wirklich. Die ist klein, hat sich kaum gestretcht, jetzt noch nicht mal ein Drittel oder so gestretcht von ihrer Größe. Im Gegensatz zu der Schwester von der Mona Lisa hier vorne, die sich fast verdoppelt hat von der Höhe. Also auch vom Wachstum her, auch von den Blättern her, wenn ihr das mal seht. Ich mache immer welche ab. Wenn wir mal die Blätter gucken wir uns mal vergleichsweise mal an. Einmal hier. Wenn man das schon sieht, kommt bei die eine Sorte besser durch und bei der anderen die andere Sorte ein bisschen besser durch. Was sehr interessant ist. Also, die Mona Lisa ist wirklich von der Genetik her mit am sprunghaftesten, würde ich sagen. Okay, von den anderen beiden kann ich das nicht sagen, da ich davon jeweils nur einen Samen habe. Aber wenn man sich die Soap anguckt, die komplett eben ist, also die hat sich wirklich abgesprochen, du komm, wir übertreiben es nicht, wir bleiben einfach mal gleich. Finde ich das schon echt angenehm. Also die Soap von Wachstum her ist das für mich der Winner. Für mich, also wirklich, den kannst du super indoor pflanzen, ist eine geile Genetik. Auch gucken wir mal, ob da schon ein bisschen was rumkommt vom Geruch her. Oh ja, kommt auch schon. Der ist wirklich ganz schön intensiv schon. Kleine stinkende. Ja. Ich würde auch sagen, es wird nicht mehr zu bereden. Wir gucken jetzt einfach nur noch uns nächste Woche angucken, wie die Pflanzen nach dem Lollipopping geht und nach der leichten Entlaubung. Und dann ist der nächste größere Schritt in circa der 6. bis 7. Blütewoche, dass wir da nochmal eine etwas kräftigere Entlaubung machen, dass wir wirklich die ganzen Hauptblätter nochmal wieder abnehmen. Aber bis dahin werden wir uns noch ein bisschen über die Genetiken unterhalten, allgemein die Pläne unterhalten, wie es jetzt mit Super Grow weitergeht, was da die Pläne sind, was für Equipment wir noch wahrscheinlich hier vorstellen können und kriegen können. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.